Wie willst du denn wie willst du hier irgendwas aufbauen, renovieren, machen ohne Geld? Das ist total lächerlich zu sagen so, oh, wir machen das jetzt rein aus, keine Ahnung, unserer eigenen Arbeitskraft oder sowas, kriegen wir es eh nicht hin. Wir brauchen halt Geld. Arne will's wissen. In seinem neuen Zuhause packt er an. Wenn wir geile Aufträge haben oder erledigt haben, dann steigen wir auf das Podest und verkünden entweder in die Richtung oder hier ist das Fenster auch in die Richtung unseren Erfolg. Ja, und können den auch feiern. Genau. Ja. Das ist die Idee. Ja. Hier wohnt Arne, in der Villa Pappelheim im Westerwald, in einer Gemeinschaft. Es ist so ein geiler Schritt, der so viel besser ist als das, was ich davor eben gemacht habe und gelebt habe. Vor 1,5 Jahren sind Arne und Karen mit ihrem gemeinsamen Sohn Janne in die Gemeinschaft gezogen. 27 Menschen wohnen derzeit in der Villa Pappelheim. Freiwilligkeit und absoluter Konsens, das sind die 2 Grundprinzipien dieser Gemeinschaft. Karen und Arne backen heute für alle Pfannkuchen. Pfannkuchenfrühstück am Sonntag, ein Ritual hier. Kaiserschmarrn. Ja, gut, ja. Da kannst du gut. Boah, bist du stark. Boah, bist du stark. Ich kann noch werden. Im Freundschaftsraum nebenan treffen sich alle Generationen. Janne ist mit 2 Jahren der Jüngste. Die Ältesten sind um die 70. Ich denke, das ist jetzt so der Beginn der 2. Generation. Und jetzt braucht es Leute, die Schaffenskraft haben und die diesen Traum mitträumen. Sebo ist mit Arne ein Team. Er will mit ihm eine Schreinerei aufbauen in der Villa Pappelheim. Das habe ich mich verrechnet. Ich habe den Arne da ganz spontan gefragt und der hat, obwohl er gar kein Schreiner ist, aber wahnsinnig gerne was mit Holz macht, hat er sofort eingeschlagen. Und seitdem sind wir hier auch zusammen zugange. Jeder macht mal so seine kleineren Projekte und aber halt eben auch Dinge zusammen und überhaupt das Ausbauen und dafür sorgen, dass man hier auch arbeiten kann. Noch fehlt die Genehmigung für die gewerbliche Nutzung der Schreinerei. Aber private Sachen für das Haus dürfen sie schon bauen. Die Idee mit der Werkstatt wackelt also noch. Ich weiß noch nicht genau, wo es dann letztendlich hingeht. Aber ich will das machen, was mir am Herzen liegt und wo ich dafür gehen kann, wo ich ein Ja spüre und sage, hey, das erfüllt mich, das macht mir Spaß. Da habe ich Lust drauf und dann habe ich jeden Tag, gehe ich da gerne hin und mache das gerne mit Leuten, die ich cool finde, mit einer Arbeitsweise, einer Atmosphäre, die ich toll finde. Und ob es das letztendlich ist, das weiß ich noch nicht. Nee, warte mal, lass die mal, setz die mal ein bisschen weiter nach hinten einfach. Und so, das mal hier mit der Fräse. Ich war von Anfang an ja schon super begeistert von dem Platz, den Häusern, den Menschen hier und dem Umgang auch, der hier gepflegt wird. Und ja, und jetzt habe ich mich ja so Schritt für Schritt immer mehr hier ran gebunden auch. Ne? Und jetzt der letzte große Schritt ist halt hier der Ausbau von der Schreinerei und die Übernahme von den Maschinen und so. Und ja, was einhergeht mit der großen Hoffnung, dass das hier auch mal zum Geldverdienen taugt. Ja. Geld, ein wichtiges Thema, über das nur selten so offen gesprochen wird wie hier. Ja. Ich denke, viele Mieten sind. Nee, aber ursprünglich ging es darum, dass wir gesagt haben, Geld ist eigentlich neutral. Ja. Es ist einfach nur ein Geldschein. Erst die Person, die den Geldschein verwendet, gibt dem irgendwie eine Bedeutung. Und man kann den Geldschein eben für was Gutes ausgeben, aber man kann ihn auch für was Schlechtes ausgeben. Um wirklich reich zu sein, richtig viel Geld zu haben, hast du entweder geerbt oder du bist in diese Position gekommen. Wir waren auf einer Hochzeit
Und da war ein Typ, der ist mit seinem RS8 Audi, kam er angefahren, der war Anfang 20. Der war so jung. Ich weiß nicht, womit er sein Geld verdient hat und so weiter. Aber ich bin neidisch gewesen. Ich habe mir gedacht, was für ein Typ, der hat sicher und was weiß ich was, der ist sicher voll der Arsch und so. Und dann habe ich gedacht, krass, das denke ich also einfach nur so, weil er mit Anfang 20 viel Kohle hat. Und er hat es nicht geerbt. Das weiß ich. Ja. Und keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Andererseits, er hat es geschafft, sowas zu machen. Mit dem Alter. Das ist auch einfach, das kann ich nicht verkennen, dass das eine Leistung ist, egal wie er das gemacht hat. Tiefes Misstrauen gegen Menschen, die viel Geld haben. Ja. Das hatte ich von, glaube ich, ziemlich klein auf, weil ich diese Welt so erlebt habe, so der Bekanntenkreis meiner Eltern. Das waren Leute, das war gehobener Mittelstand, denen ging es super. Und da war so viel unter der Oberfläche. Die haben sich gegenseitig belogen und betrogen. Und meine Eltern und haben gelästert rundum und um. Und ich habe immer nur gedacht, was ist das? Wie gehen die miteinander um? Und das habe ich verknüpft mit Geld, mit Menschen, mit Geld. Ja, ist auch so neues Wir. Wie willst du hier irgendwas aufbauen, renovieren, machen ohne Geld? Das ist total lächerlich zu sagen so, wir machen das jetzt rein aus, keine Ahnung, unserer eigenen Arbeitskraft oder sowas, kriegen wir es eh nicht hin. Wir brauchen halt Geld. Ja, und wir können es anders einsetzen und das ist doch cool. Achso, finde ich. Lieber das Geld in unseren Händen als in den Händen von irgendwem anders, der sich einen Porsche damit. Beim Thema Geld gehen die Meinungen ganz schön auseinander. Das Gute ist, alle Meinungen dazu werden respektiert. Karin hat heute Kochdienst, auch das macht sie freiwillig. Sie kocht jeden Mittwoch für alle 27 Leute in der Gemeinschaft. Es wäre einfach super schön, wenn wir einfach schon jüngere Menschen für Gemeinschaft gewinnen könnten. Allgemein, jetzt natürlich auch für uns, aber allgemein so, wie wollen wir leben und nicht einfach nur Gemeinschaft als einen Ort sehen, an dem man dann seinen Lebensabend verbringt. Und ich glaube, unser Altersdurchschnitt ist im Moment so bei 40 oder knapp über 40. Deswegen wäre es sozusagen cool, wenn wir Leute finden, die da drunter sind und Bock haben, hier in Gemeinschaft zu leben. Das Leben in der Villa Pappelheim, einem ehemaligen Landschulheim, braucht viel Energie. Allein schon, weil jeder wöchentlich mindestens 4 Stunden für die Gemeinschaft arbeitet. Nicht zu vergessen, die regelmäßigen Gespräche, ein wichtiger Austausch über das Zusammenleben. Heute ist Premiere für meine neuen Schnittschutzschuhe. Yeah. Und für deinen Helm, oder nicht? Nee, der war schon im Einsatz. Sonja will heute für alle Holz machen. An einem Samstag im Frühsommer fährt sie mit einer Gruppe, die ihr helfen will, in den Wald. Für Sonja Arbeit. Na dann, gehen wir mal zum Holz, ne? Für die anderen ein Abenteuer. Wie lange machst du das schon? Das Holz haben wir letztes Jahr gekauft. Genau, seit 2 Jahren. Ja. Das heißt, ihr kauft Holz? Genau, wir kaufen Holz. Wir haben hier so einen Waldbesitzer, dem gehört das hier alles. Und dann kauft man x Festmeter Holz, so viel man braucht oder so viel er hat. Weil jetzt natürlich nur Nadelholz. Das ist nicht so gut vom Brennwert, aber das gab es halt jetzt viel. Und da haben wir einfach gesagt, zugeschlagen. Und ja, jetzt heißt es, nach Hause zu bringen. Was macht ihr? Ich ziehe mich um. Schau. Los geht's. Theo und die anderen Kinder sind bei der Gemeinschaftsarbeit immer dabei. Ich voll Ärger bekommen. Auch Janne. Das ist normal. Ja, die machen jetzt die Kettensäge fertig. Die sind immer dabei, wenn es geht. Hier ist natürlich, wenn man wirklich am Arbeiten ist, müssen die lernen, Abstand zu halten und aufzupassen, die dürfen nicht reinrennen. Wenn gearbeitet wird, das wissen die dann aber auch. Aber so dieses Einbinden, das ist einfach normal, dass die immer dabei sind, ja. Hey, die neue Hose. Die neue Hose. Ich hätte die andere ausziehen sollen. Sonja ist eigentlich hauptberuflich Agrarwissenschaftlerin. Für diese Arbeit hat sie extra einen Motorsägekurs gemacht.
Jetzt hatten wir auch einfach einen Winter, in dem die Heizung 3-mal ausgefallen ist. Es ist einfach eine olle Ölheizung, die wirklich ausgetauscht werden muss. Das wollen wir schon lange uns irgendwie für eine ökologischere Variante entscheiden. Aber jetzt sind wir bei Wärmepumpen und haben aber zusätzlich in einem Hausteil die Holzöfen. Genau. Okay. Sonja gehört auch zu den Pragmatischen in der Gemeinschaft. Die sorgen dafür, dass der Alltag in einer so großen Gruppe am Laufen bleibt. Autonome Selbstorganisation. Das versuchen sie jeden Tag aufs Neue. Also wir arbeiten seit Jahren an Plänen, wie wir uns so strukturieren, dass es auch einigermaßen gerecht ist. Und dann ist die Frage, was ist gerecht? Ist Wände mit Bildern bemalen mehr wert oder weniger wert als Holz machen? Das wird dann wirklich schwierig, aber der Ansatz ist schon so, dass man so 4 Stunden pro Woche in die Gemeinschaft einbringt. Das ist ganz schnell gemacht, wenn man einen Kochdienst macht. Wenn man den ordentlich macht mit vorher, nachher, dann sind 2 Stunden locker weg, wenn man für alle gekocht hat. Und auch die kochen, bekommen nichts dafür, außer dass andere für sie Holz machen zum Beispiel. Sebo arbeitet nicht nur in der Schreinerei, er wird auch hier gebraucht. Doch dann macht die Motorsäge schlapp. Die Kette dreht nicht. Guck mal, die ist trocken. Die ist trocken. Dann schnell Öl. Dann schnell Öl. Ein bisschen, das ist viel zu kriegen. Sebo versucht, die Säge noch vor Ort zu reparieren. Oh. Das hat komplett die Kupplung gelöst. Hier sind die Schrauben, die sind runtergefallen. Sehr gut, Merle. Dankeschön. Merle Adlerauge ist super. Ja, was ist? Haben wir noch eine zweite dabei? Nee. Weder dabei noch zu Hause. Oh. Oder machen wir Schluss für heute? Nach einer Stunde ist die Holzaktion schon wieder vorbei. Die Motorsäge hat definitiv den Geist aufgegeben. Trotz der Panne gut gelaunt fahren die meisten Erwachsenen nach Hause. Die Kinder genießen das Spielen im Wald und wollen noch ein bisschen bleiben. 1, 2, 3. Zwar wenig Ausbeute, aber an Holz mangelt es im Moment noch nicht, so scheint's. Sonja hat immer viel zu tun. Sie arbeitet in einem Ingenieurbüro für Landschaftsökologie und Regionalentwicklung. In der Villa Pappelheim kümmert sie sich um ihre Familie und um die Gemeinschaft. Ihr Sohn Jaron wartet schon. Du bist echt gut, du. Ja, ne? Ja, und hier sind die Stelzen von Merle. Man hat es halt dann hier rumstehen, aber dann nimmst du die Kinder auch schneller. Wie ist es hier jetzt verteilt? Das ist jetzt auch eine WG wieder? Genau, das ist eine WG. Hier hinten wohne ich mit meinen 3 Kindern. Upsi. Deshalb auch der Vorhang, weil man manchmal einfach so diese Ruhe oder diese Räume braucht, das sich abgrenzen dann auch so im optischen Sinne, weil ansonsten ist es ja schwierig. Das sind diese alten riesigen Gänge von den Kinderheimzeiten und da führen große Zimmer von ab. Die haben wir teilweise getrennt. Soll ich das mal zeigen? Heute kommt auch noch Oleg überraschend zu Besuch. Sonja hilft ihm bei einem Behördengang. Das ist halt der große, das ist der Fahrzeugbrief und dann brauchst du den Fahrzeugschein. No кажется, здесь он всё писал. Und даже писал. Oleg kommt aus der Ukraine. Er ist mit seiner Familie vor dem Krieg geflüchtet. Die Villa Pappelheim hat ihnen im letzten Jahr ein neues Zuhause gegeben. Jetzt haben sie eine eigene kleine Wohnung im Nachbardorf. Sonja, die sehr gut Russisch spricht, hilft immer wieder an allen Ecken und Enden. Und das Schreiben dabei haben, dass es 10 Monate hat Oleg hier gewohnt. Verschütt gegangen ist. Das Leben hier ist wunderschön. Das ist einfach eine große, freundliche Familie. Hier kann jeder machen, was er will und große Wünsche verwirklichen. Aber es macht viel Freude. Ja, so ist das hier. Sonja hat die Familie im vergangenen Jahr vom Bahnhof abgeholt und direkt in die Gemeinschaft gebracht. Ich
kam hin mit dem Bus und dachte, die haben viel Gepäck. Und da kamen wirklich Anna, Dascha und ihr Sohn Wova. Gott sei Dank sind die gute Russischsprecher, sodass wir uns gut verständigen konnten. Und durch die Gespräche war klar, am nächsten Tag wird der Kleine 6 und hat einfach, also gerade eben seine ganze Heimat verloren oder das, was er bis dahin als sein Zuhause galt. Seine Oma ist gestorben, die kam aus Mariupol, also da wo einfach die Bedingungen wirklich hart sind. Und bis heute, das war auch damals überhaupt nicht absehbar, dass es wirklich so lange dauern würde. Oleg hat sich in der Villa Pappelheim auch beruflich eingerichtet. Also sie haben mir hier ein Zimmer gegeben, in dem ich mir eine kleine Werkstatt eingerichtet habe. So konnte ich das machen, was ich schon immer gerne gemacht habe. Mit meinen Händen arbeiten, Mechanik, Elektrik. Ich habe meiner Familie geholfen, sich selbst zu helfen. Bis vor 2 Monaten vielleicht haben sie hier gewohnt, weil aus den 8 Wochen wurde dann einfach ein Jahr. Das hat gut gepasst und wir haben jetzt auch eine Freundschaft auf jeden Fall. Und heute hat der Wova Geburtstag, er wird 7. Genau. Und du bist ganz gerührt, ne? Weil das total einfach jetzt gerade so nah ist, gell? Wova macht einen fröhlichen Eindruck. Er gehört hier inzwischen fest dazu. Die Kinder der Villa Pappelheim spielen mit den hölzernen Spielgeräten, die Micha, einer der Gründer der Gemeinschaft, gebaut hat. Die Geräte werden nur an Festtagen aufgebaut. Alles für die Kinder. Die stehen hier an erster Stelle. Das könnte ein riesiger Kuchen werden. Muriel backt. So, meine Süße. Weißt du was, jetzt ziehen wir mal um auf die nächste Arbeitsfläche. Auf welche? Da drüben in der Küche. Ja, kommst du mit? Ich weiß, es fühlt sich so schön an. Ne? Nach meinem Gefühl passiert wenig mit Führung, also mit wirklich direktiver Führung von oben. Die gibt es bei uns ja gar nicht. Prima. Gut, dass keiner der Geburtstagsgäste weiß, wie entstanden ist. Keine Hierarchien, Selbstorganisation, Freiwilligkeit. Das sind die Prinzipien hier. Kinder wie Muriel dürfen viel, aber auch nicht alles. Die Geduld von Mutter Bea ist jahrelange Übung in gewaltfreier Kommunikation. Und in Toleranz, wo so viele verschiedene Persönlichkeiten miteinander leben, braucht man die. Ja, das gehört auch sehr zu uns, dass wir so unterschiedlich sind und schauen, wie wir mit unserer Andersartigkeit untereinander gut und liebevoll umgehen können. Und ja, es würden jetzt nicht alle so den Kuchen backen. Oh, den Kuchen backen wollen. Würden nicht alle machen. Würden nicht alle so machen. Muriel wird allmählich selbst zu einem Kuchenteig. Okay. Es ist nicht immer so. Nein, da mache ich eigentlich vorher Schluss. Muriel genießt es gerade, dass sie sogar ihr ganzes Gesicht da eintunken kann. Ich habe jetzt dieses Mehl schon abgeschrieben und habe gesagt, das kriegen jetzt die Hühner. Deswegen kann ich damit jetzt einigermaßen entspannt sein. Wenn alles freiwillig und ohne Verpflichtung geschieht, wird der Alltag mitunter chaotisch und schwer planbar. Okay. Bisher haben wir es immer hingekriegt. Irgendwer hat sich immer gefunden. Und es sind, also manchmal, wie jetzt so ein Kuchen zum Geburtstag backen, das geht oft ganz automatisch. Und ein Genossenschaftsprotokoll zu schreiben oder das Hebewerk zu reinigen, das ist nicht so automatisch, zum Beispiel. Der Kuchen ist für Micha. Der wird 69. Micha ist einer der Gründer der Gemeinschaft in der Villa Pappelheim. Vor über 10 Jahren hatte er die Idee. Ich habe mir für mein Kind gewünscht, dass es auf eine Weise aufwächst, wo es bei sich bleiben kann, dass dieser Schatz, mit dem jedes Kind geboren wird, dass ihm das erhalten bleibt. Und das war der Grund, weswegen ich Gemeinschaft mitgegründet habe.
Und auf meine Weise habe ich damit angefangen, indem ich Annoncen aufgegeben habe, eine Homepage gemacht habe damals und einfach Menschen gesucht habe, die das auch wollen. Und da haben wir im Internet geguckt und haben uns das dann angeschaut, sind hierher gekommen und ich war sofort verliebt. Dieses verwinkelte Haus, diese fantastischen Balkons mit diesem Fernblick. Ja. Ich habe mich sofort in dieses gigantische Gelände, das noch viel wilder war, bevor wir hierher gezogen sind. Und dann haben wir einfach gesagt, wir wollen das machen. Ne? Wir hatten vielleicht 30.000 € zusammen. Ja? Und dieses Projekt hier hat mit Kaufnebenkosten 840.000 gekostet. Ja? Und trotzdem habe ich das Gefühl, da ist irgendwie ein guter Stern über unserem Projekt, der uns so ein Stück führt und uns zu Hilfe kommt, wenn wir wirklich nicht weiterkommen. Wie schön du bist, geliebte Erde, im goldenen Sonnenspiel. Als Liebender lausche ich still deinen Gesang. Deine leuchtenden Berge rufen mich, dein himmlischer Erdenklang. Lass mir Zeit, lass mir Zeit, lass mir Zeit. 840.000 € sind allerdings nur mit einem guten Stern nicht abzubezahlen. Das braucht Organisation und das ist Julias Aufgabe. Wir sind eine Genossenschaft und der Genossenschaft gehört das Haus und wir alle, die hier wohnen, sind Mitglieder der Genossenschaft und sind dadurch praktisch Miteigentümer. Wenn man fest hier wohnt, hat man Genossenschaftsanteile im Wert von 5.000 €, die man auch in Raten abbezahlen kann. Und bei der Miete werden die Kinderzimmer ja jetzt auch nicht voll berechnet. Das war am Anfang so, dass es eigentlich wichtig war, dass Kinder wirklich eigentlich gar keine zusätzlichen Kosten haben und dass auch Kinderzimmer sozusagen kostenfrei von der Genossenschaft zur Verfügung gestellt werden. Das konnten wir nicht ganz so beibehalten, weil ja, wir müssen uns das Haus ja auch leisten können. Aber es ist schon so, dass Eltern mit Kindern nur geringfügig mehr bezahlen als Leute ohne Kinder. Kinder werden von allen in der Gemeinschaft mitgetragen. Wohnen und Essen fast umsonst. Julia selbst hat keine Kinder. Ich mache die Verwaltung von der Genossenschaft, aber so, also mein Beruf ist was ganz anderes. Ich bin Naturwissenschaftlerin, aber ich mache jetzt hier halt einfach die Verwaltung von der Genossenschaft, weil es ja auch irgendjemand machen muss. Julia ist Geologin. Der Steinbruch ist eine halbe Stunde von der Villa Pappelheim entfernt. Ich arbeite in einem Kalkwerk und wir haben hier mehrere Steinbrüche und bauen Kalkstein ab. Also Kalkstein braucht man ja von der Bauindustrie bis zur Lebensmittelindustrie in ganz vielen Sachen. Zum Beispiel als Füllstoff in Papier auch oder zur Plastikherstellung. Also sehr, sehr vielfältig. Ja, das ist hier schon echt eine andere Welt und ich bin da auch, manchmal fühle ich mich so ein bisschen zerrissen zwischen zwei Welten. Ne? Also hier so der bodenständige Industriebetrieb, wo alles natürlich sehr viel konservativer ist als bei uns zu Hause. Aber ich meine, ich sehe mich selber ja jetzt auch nicht ganz so alternativ wie einige andere bei uns und von daher ist das für mich eine ganz gute Mischung. So. Es ist ja so, dass wir bei der Miete so einen sozialen Ausgleich drin haben und jeder auch ein bisschen nach seinen Möglichkeiten Miete bezahlt. Und von daher habe ich meine Miete jetzt ein bisschen höher angesetzt als die von manchen anderen, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel höher. Die weniger haben, profitieren ein bisschen von denen, die mehr Geld haben, aber nicht aus Berechnung. Ich glaube, niemand von uns wohnt in Gemeinschaft aus finanziellen Gründen. Also das ist maximal ein angenehmer Nebeneffekt, dass vieles günstiger wird, wenn man es teilt. Ich bräuchte es jetzt finanziell nicht. Ich könnte mir auch alleine, sagen wir mal, irgendwie eine Wohnung oder ein Häuschen leisten. Aber ich finde es nicht sinnvoll. Also ich finde, es macht ja viel mehr Sinn, Sachen zu teilen. Einfach schon aus Ressourcenschonungsgründen und warum soll jeder alles für sich alleine haben, was er vielleicht nur zweimal im Jahr braucht oder so. Das macht einfach keinen Sinn. Julia gehört zu den Macherinnen in der Gemeinschaft. Alle profitieren von ihren beruflichen Erfahrungen und ihrem Pragmatismus.
Also mir tut es auch gut, mal draußen zu sein und jetzt nicht nur in dieser Blase mich aufzuhalten. Also ich finde es auch immer mal wieder schön, dann ja in einer anderen Welt unterwegs zu sein. Ich glaube, es wäre mir dann doch auf Dauer ein bisschen zu eintönig, auch wenn es natürlich schön ist. Ja, aber ich finde den Ausgleich ganz schön. Kalkwerk versus Wildgarten in der Villa Pappelheim. 2 Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Margarine, Sahne, Margarine. Karin kümmert sich um die Bestellungen der Lebensmittel für die Gemeinschaft. Wir kaufen hier grundsätzlich kein Fleisch und kein Fisch ein. Also unsere Küche ist ja auch vegetarisch, vegan. Alles, was hier in dieser Kammer und in der Küche, in den Kühlschränken ist für alle frei zugänglich, außer es steht ein Name dran. Also das ist auch ganz wichtig zu wissen, wenn man mal nicht seinen Namen irgendwo dran schreibt, kann es sein, dass das einfach gegessen wird. Wir bestellen es ja beim Bio-Großhandel und das geht ja alles über unsere Hauskasse. Wir haben so bestimmte Lebensmittel, die sind einfach, bestellen wir alle gemeinschaftlich und es wird dann auch gemeinschaftlich abgerechnet. Wir geben im Monat so 3.500 bis 4.500 € für Lebensmittel aus. Davon steuern Karin und Arne so zwischen 300 und 400 € im Monat bei. Ihr Sohn Janne läuft ja kostenfrei mit. Arne und Sebo werkeln immer öfter in der Schreinerei. In der Zukunft soll die Villa Pappelheim für die beiden nicht nur Wohnort, sondern auch ihr Arbeitsplatz sein. Mehr. Und wenn ich jetzt hier... Also die ersten haben erstmal mit einer großen Vision und viel Energie und Idealismus das Haus bewohnbar gemacht. Und den Garten so, dass er so schön ist, wie er jetzt ist. Und zwar wild, aber schön. Und jetzt kommt die nächste Generation, jetzt kommen größere Projekte dazu. Jetzt kommt das Kulturbad, wollen wir jetzt in Angriff nehmen, hier die Schreinerei. Und jetzt braucht es Leute, die Schaffenskraft haben und die diesen Traum mitträumen. Sie wollen auch andere für ihr Projekt begeistern. Deshalb öffnet sich die Gemeinschaft an jedem ersten Wochenende im Monat für Interessierte. Also in der Gemeinschaftsszene heißt das Workcamp. Und da kommen Leute von außen her, die Gemeinschaft kennenlernen wollen. Und die das, was sie so in ihrem Leben nicht so erleben, nämlich dieses, wie geht das denn, miteinander arbeiten und so. Ja? Ich sage dann gleich, achtet auf das, was für euch stimmig ist und was nicht. Fühlt sich niemand zu irgendwas verpflichtet. An diesem Wochenende entrümpeln die Workcamper das ehemalige Schwimmbad. Die Gemeinschaft möchte sich dringend erweitern. Wir sind, jetzt sage ich mal so, von der Anzahl der Menschen, die hier wohnen, ist jetzt so ein bisschen Untergrenze. So dass es finanziell gerade noch geht. Aber jetzt, wenn mehr Leute hier wohnen, mehr Leute Miete zahlen, ist natürlich die finanzielle Situation deutlich besser. Und man hat auch mehr Geld, um in Bauprojekte zu investieren. Auch in die Sanierung vom zweiten Haus, was jetzt ja auch noch ansteht. Das Haus, die Gemeinschaft kann bis zu 45 Menschen aufnehmen. Jenny ist spontan aus dem Rheingau gekommen. Jetzt steht sie an der Kippsäge. Ja, ich bin hier, weil ich mich für alternative Wohnprojekte interessiere. Der Gedanke, den habe ich schon länger so im Kopf, aber irgendwie hatte ich keine Anlaufstelle. Und gestern bin ich spontan in Facebook auf einen Post gestoßen für dieses Gemeinschaftswochenende und ja, habe spontan gefragt, ob ich noch vorbeikommen kann. Und jetzt bin ich hier und schnupper mal so rein, wie das so ist in so einer Gemeinschaft. Der Wunsch, so mein Leben, mein Wohnkonzept sozusagen zu überdenken und zu verändern, ist schon sehr, sehr groß. Gerade so das Gemeinschaftliche, das strebe ich schon länger an. Und von daher habe ich schon ein ernsthaftes Interesse, jetzt hier bei dem Wochenende so reinzuschnuppern und zu gucken, ob jetzt hier vielleicht auch das gerade schon passend ist für mich. Die Gemeinschaft, wie sie sich jetzt so hier gibt und anfühlt, ist schon eine ernsthafte Überlegung für mich.
Ich könnte mir das vorstellen. Ja, weil ich wieso quasi jetzt am Schauen bin für mich, wie geht's weiter. Ja, ja, das Alte mag ich nicht mehr so, was ich mir so aufgebaut habe, sage ich jetzt mal. Und ich merke einfach, ich muss neue Impulse haben, ja? Ich muss neue Menschen um mich haben und gemeinschaftlich auch was machen mit mehreren zusammen. Man wird natürlich auch gespiegelt von den anderen und dabei lernt man natürlich für sich selber sehr, sehr viel. Ja? Man macht, ich glaube, eine enorme Entwicklung auch durch in einer Gemeinschaft. Wenn wir hier miteinander ein gemeinsames Projekt erschaffen wollen und je mehr jeder seine eigene Farbe bleibt und trotzdem sich in eine gemeinsame Form findet, desto mehr kann wirklich eine kraftvolle, leuchtende, harmonische, wahrhaftige Gemeinschaft entstehen. Die einen begründen es spirituell, die anderen eher wirtschaftlich, wenn sie an eine Vergrößerung der Gemeinschaft denken. Die Villa Pappelheim versteht sich als ein Projekt, das Modellcharakter für eine neue Gesellschaft haben will. Der Alltag bestimmt durch ein ständiges Ausloten zwischen den eigenen Interessen und denen der Gemeinschaft. Frank ist ein sogenannter Annäherer. Seit 10 Monaten lebt er mehrere Tage in der Woche in der Villa Pappelheim. Ich bin eigentlich ein typischer Städter. Ich wohne jetzt in Darmstadt, aufgewachsen bin ich in Frankfurt. Und für mich ist Gemeinschaft auch dadurch interessant, weil viele Gemeinschaften auch auf dem Land sind. Und ich dadurch die Möglichkeit habe, ja, zum Beispiel auch im Garten zu sein oder was zu machen. Also diese Freiheit oder diesen Raum, den genieße ich halt. Und meine Idee ist ja, dass das hier mein Zuhause wird. Von daher investiere ich dann auch in Darmstadt nicht mehr so viel. Und warum ziehst du nicht ganz hierher? Ja, zum einen, um überhaupt erstmal zu sehen, ist die Gemeinschaft was für mich. Ich denke, das kann schon ein halbes Jahr bis ein Jahr dauern, bis man so weiß, oh ja, es ist ja, heißt ja auch beruflich wechseln, auch sein gewohntes Umfeld, Freundschaften, Bekanntschaften, sein Netzwerk aufzugeben. Und das ist eine Riesenentscheidung. Frank hat schon in einigen Gemeinschaften gelebt. Er weiß genau, was er will. Nur im Moment nicht. Also ich kenne die Gemeinschaft jetzt fast 1,5 Jahre. Aber der Prozess reinzuwachsen ist auch bei jedem unterschiedlich und bei mir auf jeden Fall eher langsam. Ich bin da sehr vorsichtig und ich verliere ja auch nichts. Also ich bin ja trotzdem 3,5 oder die halbe Woche hier und genieße das und genieße auch mal in Darmstadt zu sein, wieder im gewohnten Umfeld, auch mal alleine. Es hat ja auch Vorteile, mal hier rauszugehen. Zum wöchentlichen Kreis, in dem alle Angelegenheiten der Gemeinschaft offen besprochen werden, gehört Frank schon dazu. Ich finde das Zwischenmenschliche sehr anstrengend. Habe ich das Gefühl, mich auch anpassen zu müssen, einen guten Eindruck zu machen. Ja, und auch immer abschätzen müssen, wie ist jemand gerade drauf, wie muss ich den ansprechen. Ist das jetzt schon ein Streit? Was macht denn der damit, dass wir vielleicht ein bisschen uns über was gestritten haben? Ignoriert er das oder redet er nie mehr mit mir oder sagt, den will ich nicht in der Gemeinschaft? Also hier ist es wirklich so ein tägliche Anstrengung zu schauen, ja, wie komme ich an, wie sehen mich die anderen, wie muss ich mich verhalten, war das jetzt okay? Und dann merke ich, boah, wenn das jetzt dauerhaft so geht, ja, dann kommen schon so Gedanken, nee, dann gehe ich wieder zurück nach Darmstadt, da habe ich das nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt dieses Gemeinschaftsleben. Du musst den da treffen. Ich komme da nicht hin. Also das wäre ein Riesenschmerz, das aufzugeben. Also ich würde es nur machen, also hier nur wieder gehen, wenn es wirklich gar nicht geht. Ob Frank bleiben darf, hängt ausschließlich von der Gemeinschaft ab. Wir haben ja das Konsensprinzip, das heißt, wir müssen eine einstimmige Entscheidung treffen.
Das heißt, wenn jemand ein Veto hat, ein Veto ist ein Veto. Also man kann dann natürlich nochmal mit der Person ins Gespräch gehen und fragen, warum dieses Veto entstanden ist, was die Beweggründe sind und ob es da irgendwas gibt, was man daran machen kann. Aber wenn ein Veto da ist, dann ist es ein Veto, dann kann die Person nicht herkommen, um die es geht. Karin hat wieder Kochdienst. Sie nutzt dafür den wilden Garten besonders gern. Das ist Giersch und das ist so gesundes Unkraut. Das kann man sich nicht vorstellen. Das hat abartig viel Vitamin C und auch richtig viel Eisen, also auch viel mehr als Petersilie. Fast alles essen. Minze und Giersch sind so unsere Hauptdinger hier. Der Garten. Für die einen Nahrungsquelle, für die anderen ein spiritueller Ort. Luna hat sich in dem Garten ihren Platz gesucht. Sie ist sehr spirituell, lebt esoterisch mit ihrem Partner Micha. Also diese Flöte ist zu mir gekommen mit der Intention, sie möchte für den Frieden spielen. Zusammen mit Micha ist Luna das Duo Herzwind. Sie machen Musik und Aktionen für den Frieden. Die Flöte ist nach der Schwingung der Erde gestimmt, 432 Hertz. Und deshalb hören auch die Wesen, die mit mir verbunden sind, auf diese Flöte. Vor allem mein eigenes Herz hört auf diese Flöte. Luna und Micha pflanzen gemeinsam Friedensbäume. Im Garten der Villa Pappelheim haben sie auch einen gesetzt. Die beiden leben im Sinne der Friedensbaumstiftung und sogenannter Rainbow Gatherings. Es geht darum, den Frieden nicht nur zu verkünden und ihn irgendwo weiter wehen zu lassen, sondern ihn zu verankern in der Erde. Und jeder Friedensbaum ist ein Lichtakupunkturpunkt für die Erde zur Heilung. Er geht bis ins Herz der Erde und wird mit vielen Menschen besungen, betanzt und in einem Ritual gepflanzt. Luna und Micha bringen diese Weltanschauung auch in die Villa Pappelheim. Standard ist das hier nicht. Der Standard, würde ich eher sagen, ist, dass das, was die Menschen hier glauben, toleriert und respektiert wird. Also solange das hier nicht dogmatisch gelebt wird, ist das alles vollkommen in Ordnung. Es ist eher so dieses, hey, es ist okay, wenn mal jemand vom Universum spricht oder von Gott oder von, keine Ahnung, Krafttieren oder so. Weiß nicht, mir krabbelt ein Marienkäfer über die Hand. Oh, das jetzt ist das ein Zeichen, dass es mir Glück bringt und da wird dann niemand irgendwie komisch angeguckt. Also es ist eher so, dass es ist okay, mit dem hier zu sein, wie man halt das so lebt. Dass man in der Villa Pappelheim viel übrig hat für Spiritualität, andere Denkformen und Weltanschauungen, hängt auch mit dem Anspruch zusammen, hier andere Wege für eine neue Gesellschaft entwickeln zu wollen. Diese Gemeinschaft will keine Zweck-WG sein, sondern versteht sich als Projekt, als Modell für ein zukünftiges Miteinander. Dass diese Art zu leben einmal Schule macht, bleibt im Moment Vision. Die Gemeinschaft ist in einem ständigen Wandlungsprozess, findet sich immer wieder aufs Neue. Vorerst bricht Sebu, der hier so große Zukunftspläne hat, immer noch jeden Morgen zu seiner Arbeit draußen im Nachbardorf auf. Sein Geld verdient er in einer Restaurierungswerkstatt für alte Fenster und in einem sehr exquisiten Leinölladen. Leben und Arbeiten an einem Ort,
In einer großen Gemeinschaft, so stellt er sich ein ideales Miteinander vor. Ich fände das auch gut, wenn wir da beispielhaft sein können für die Welt da draußen, weil ich oft das Gefühl habe, ja, dass unsere Art des Miteinanders im Endeffekt gesünder ist. Sebo mischt Farben nach Kundenwünschen, ökologisch und nachhaltig, handgefertigt. Im Leinölladen neben der Fensterwerkstatt verschickt er die Farben in alle Welt. Der Laden in Oberzeuzheim ist so speziell, so etwas würde Sebo auch gerne mit Arne aus der Gemeinschaft aufbauen. Hier könnte vielleicht einmal ein Außenposten der Villa Pappelheim entstehen. Das ist alles so ganz persönlich, ne? Ja, wir machen das schon persönlich. Es ist ja auch ein ganz kleiner Laden hier. Stempel gibt es auch noch. So. Mit viel Muße repariert er ein Fenster aus einem denkmalgeschützten Haus. Handwerkliches Können, Geschick und Wissen um Traditionen, das ist Sebos Sache. Gut, da werde ich den Wetterschenkel ersetzen, aber nur den äußeren Teil. Ne? Innen sieht er ja noch ganz gut aus. Und es wird so viel behalten und bewahrt an alter Substanz, wie es geht. Und das, was gar nicht geht, das wird dann halt ersetzt. Aber auch mit altem Holz, materialgerecht. So eine ökologische Spezialwerkstatt könnte für die Villa Pappelheim ein wichtiges finanzielles Standbein werden. Es gibt auch den Wunsch zu sagen, okay, wir sind jetzt ein Standort, die Villa Pappelheim im Elbtal oder vielleicht das Projektzentrum, und man gründet mit den Jahren noch Außenposten, sage ich jetzt mal, ja, wo man das weiterführt, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht im nächsten Dorf oder 2 Dörfer weiter und da gibt es nochmal ein Haus mit Menschen, die diese Art des Lebens und diesen Spirit so übernehmen. Vielleicht hat ja wirklich jemand aus dem Workcamp Lust, sich der Gemeinschaft anzuschließen und in die Villa Pappelheim einzuziehen. Sonja führt die kleine Gruppe durch das verwinkelte Haus und erklärt seine bewegte Geschichte. Es war Landschulheim, es war danach Kinderheim und dann Jugendhilfe, bevor es geschlossen wurde. Vor nunmehr jetzt 10 plus 4 oder 5, glaube ich. 4, 5 Jahre stand es leer und dann kein Wasser und keine Heizung. Und es wurde alles verlegt und mit der Heizung hatten wir bis letztes Jahr noch immer wieder so Momente, oh, da tropft es von der Decke. Und dann ist da noch ein Loch, was nicht gefunden wurde. Und dieses Austauschen, dieser ganze Energieaufwand, etwas herzustellen, was schon mal so war, das ist für mich immer wieder so ein, oh nein, warum bloß? Die Villa Pappelheim ist alles andere als durchsaniert. Aber es gibt noch genügend Platz für ganze Familien. Eine Wohnung ist auch schon bezugsfertig. Sonja macht Werbung für die Gemeinschaft. Hier könnte eine WG entstehen, genau, ja. Und da in dieses Zimmerchen soll noch ein Bad rein, ja. Und hier ist unten drunter ist ja die Wohnung so mehr oder weniger, da fehlt ein Zimmer gleich. Da steht dann hier ein großes Sofa. Hier ist auch alles für die Anschlüsse für eine Küche. Hier war bei der letzten Familie eine Küche mit diesem Backofen auf Arbeitshöhe. Sowas. Genau, also alles möglich. Gut. Die Villa Pappelheim. Das ist die Idee, Gemeinschaft neu zu bilden. Ökologisch, gewaltfrei, spirituell. Aber vor allem selbstorganisiert und in Verbundenheit mit allen. Wenn man nach Hause kommt und da sitzen Leute im Garten und man setzt sich dazu und es ist einfach viel lebendiger. Diese Verbundenheit und die Tiefe, die es einem auch im Leben gibt, die ist einfach so wertvoll. Und im Großen und Ganzen möchte ich das ja wachsen sehen eigentlich. Ich möchte es sehen, wie es sich entwickelt.